Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur allerersten Save-File-Tour auf diesem Kanal. Das ist ein Format, das ab sofort regelmäßig für euch hochgeladen wird, in dem ich verschiedene Save-Files der unterschiedlichsten Erstellenden anschaue, ein paar Eckdaten für euch rausgesucht habe und mit euch ein bisschen durch die Welten tingeln, um euch einen groben Überblick zu schaffen, was der Save-File alles zu bieten hat und ob er vielleicht eine schöne Erweiterung für euer nächstes Gameplay, eure nächste Challenge sein kann. Wir werden uns einen groben Überblick verschaffen, in ein paar Welten eintauchen, uns die Umgebung ein bisschen anschauen. Dann werde ich mein persönliches Fazit ziehen, was halt für euch eine Hilfestellung sein kann, aber wir werden das nicht werten. Das ist mir ganz wichtig. Natürlich habe ich im Vorfeld auch die Erstellenden gefragt, ob das denn auch in Ordnung ist, dass ich hier ein Review mache. Jeder Save-File, den ihr hier seht, ist natürlich vom jeweiligen Erstellenden bestätigt worden, dass ich diesen auch reviewen darf. Wichtig ist mir, dass wir das wirklich nicht bewerten, sondern uns einfach anschauen, was haben Simmer für Simmer zur Verfügung gestellt. Was können wir nutzen, um unser Spiel ein bisschen zu verbessern, ein bisschen lebendiger zu gestalten, und vielleicht hat der ein oder andere dann tatsächlich einen Save-File gefunden, den er bis jetzt noch nicht kannte, den er einfach interessant findet und sich anschauen möchte. Und man darf auch nicht vergessen, manche Challenges brauchen einen anderen Save-File als andere. Deswegen ein bisschen Auswahl schadet nie. Und damit viel Spaß bei der ersten Folge der Save-File-Tour. Der erste Save-File, den wir uns angucken, ist der wundervolle Love Letter Save von Prince. Dieser alternative Spielstand von Prince, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hat so einiges zu bieten. Grundsätzlich hat er die verschiedenen Handlungsstränge aus den vorherigen Sims-Teilen, ja, ein bisschen zusammengewürfelt, ein bisschen verwoben, und man findet so ein bisschen von allem irgendwo, was ziemlich spannend ist, gerade für mich, weil ich gar nicht jeden Teil gespielt habe. Und deswegen habe ich da besonders viel zu entdecken. Er hat aber auch noch Einflüsse aus bekannten Serien, die er sehr gerne mochte, mit einfließen lassen. Ein bisschen Film ist, glaube ich, auch mit dabei. Grundsätzlich würde ich hier aber tatsächlich sagen, der Name ist Programm. Das ist ein Liebesbrief des Erstellers an seine eigene Kindheit. Und der macht auch noch optisch richtig was her. Ein kurzer Überblick zum Love Letter Save. Und zwar braucht ihr für diesen Save-File tatsächlich so ziemlich alle Packs. Ich spiele ihn auch, mir fehlen ein paar Sets, also die Kits wirklich. Damit geht es auf jeden Fall. Dann hat man der eine mal keine Bluse an, der andere mal keine Schuhe. Das geht schon, das ist nicht so wild. Wenn ihr allerdings euch viele Bausachen fehlen, solltet ihr das wissen, weil bautechnisch ist hier schon wirklich groß aufgefahren worden. Dementsprechend braucht man eigentlich auch so ziemlich jedes Pack. Es macht aber immer Sinn, es einmal auszuprobieren und zu gucken, vielleicht kann man ja trotzdem Teile davon relativ schnell wiederherstellen, nur damit ihr das direkt am Anfang wisst. Die Ästhetik und Optik ist an die Welten angepasst. Es fügt sich alles ziemlich schön ein. Den Eindruck können wir uns auch gleich selber machen, wenn wir in die Welten reingehen. Alle Welten wurden bearbeitet, außer Ciudad und Ravenwood. Das ist dem geschuldet, dass die Version 2 halt vor Erscheinen dieser beiden Packs veröffentlicht wurde. Zusätzlich ist zu sagen, dass zwar alle anderen Welten bearbeitet wurden, aber nicht jede einzelne Welt komplett umgebaut wurde. Zum Beispiel in San Myshuno findet ihr noch die Community-Lots in der ursprünglichen Form vor, und auch einige EA-Apartments sind noch so in der Form vorhanden. In diesem Save-File, das ist wirklich aus meiner Sicht ein USP. Ihr habt 41 Wohnungen, in denen ihr starten könnt. Ihr braucht natürlich das Pack zu vermieten, aber eine Grundvoraussetzung ist ja auch, dass man so ziemlich jedes Baupack hat. Von daher sehe ich das hier als entsprechend gegeben an. Die Starterwohnungen sind zumeist tatsächlich auch leer. Für mich persönlich ist das immer ziemlich gut, weil ich dann einfach mir das so, wie ich jetzt gerade anfangen möchte, je nach Challenge oder je nach Gameplay, was ich mir ausdenke, dann entsprechend mir die Wohnung auch so einrichten kann. Wir haben aber verschiedene Größen, und in verschiedenen Welten haben wir so eine Möglichkeit, auch ganz gut ohne viel Geld direkt loszulegen. Im gesamten Save-File gibt es keine leeren Grundstücke. Wenn ihr also Rags to Riches komplett hart von Anfang an spielen wollt, müsst ihr eins der vorhandenen Häuser entsprechend löschen. Das sollte ja aber keine große Herausforderung darstellen. Die Community-Lot-Verteilung in diesem Save-File liegt tatsächlich bei 33%. Hier ist allerdings Windenburg auch der höchste Anteil mit 59%. Macht aber auch Sinn, weil ja Windenburg die größte Welt ist, die wir haben, glaube ich. Dort findet ihr insgesamt die meisten Community-Lots.
Ansonsten gibt es in den Welten immer eine sehr gute, ausgeglichene Aufteilung zwischen Wohn- und Community-Lots. Mietgrundstückanteil liegt insgesamt im Save-File bei 10%. Das erwähne ich extra für die Leute, die das Pack zu vermieten nicht haben. Natürlich ist eine Anforderung, dass man alle Packs hat. Wenn man den Save-File trotzdem in irgendeiner Weise laden möchte und damit klarkommt, wisst ihr, dass ungefähr 10% eurer Grundstücke nicht ad hoc nutzbar sind und gegebenenfalls ausgetauscht werden müssen. Insgesamt habt ihr 728 Sims, die mit diesem Save-File in euer Spiel kommen. Das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Alle Sims haben ein Makeover oder sind erstellt worden, haben Background-Stories, haben Beziehungen, haben Karrieren, die Karrieren haben sollen und so weiter. Da ist wirklich richtig viel Herzblut reingeflossen. Ihr werdet ganz sicher bekannte Gesichter aus den Sims-Teilen sehen, aber auch aus verschiedenen Serien. So ein bisschen hat das Feeling von Easter Eggs. Damit, denke ich, haben wir eine ziemlich gute Übersicht, was allgemein uns in diesem Save-File erwartet. Und jetzt würde ich gerne mit euch in die erste Welt gehen, damit wir uns ein bisschen angucken können, wie der Save-File allgemein wirkt. Also ab nach Oasis Springs. Unsere Reiseführerin für heute in der ersten Folge ist die liebe Jade. Sie ist nämlich auch im ersten Starter-Lot eingezogen in Oasis Springs. Das ist eins der Starter-Lots, die es gibt. Ich habe jetzt meinen Shader aus. Ich werde ihn zwischendurch einschalten, damit ihr seht, wie das dann aussieht. Für diejenigen, die es interessiert, hauptsächlich lasse ich ihn aber aus. Das ist also ein Starterlot. Da haben wir 6 Parteien. Davon sind 2 unbewohnt. Ich bin jetzt in den vorderen Bungalow hier eingezogen. Das soll so eine Art Trailerpark sein. Und diese Grundstücke hier drumherum wurden natürlich auch überarbeitet. Das sind die kleinen Starter-Apartments. Also da ist nichts Großes dran. Wir haben hier diese kleine Küche, so ein Bereich, wo man eigentlich Wohn- und Esszimmer mit reinbringen muss, Schlafzimmer und das Bad. Die sind alle spielbar, da passiert nichts. Hier hinten haben wir zum Beispiel ja, wie so ein Waschraum. Impliziert natürlich auch, dass man Wäsche waschen muss. Ja, kann man einfach abreißen, wenn man das nicht mag. Oasis Springs ist ein Klassiker für den Start von Rags to Riches. Und die liebe Jade ist jetzt hier eingezogen und hat natürlich hier ein paar Nachbarn. Man sieht, da kann welche Party machen. Da gibt es eine Tischtennisplatte. Und hier ist ziemlich viel los. Es ist nicht besonders hübsch. Und wenn man diese Optik haben möchte, denke ich, ist das auch wirklich ganz schick. Ihr seht jetzt hier, wenn wir durch die Welt gehen, das sind ja sehr Oasis Springs typische Lots. Auch hier der Garten mit ganz viel Liebe gestaltet. Und in einem der Häuser wohnt, glaube ich, eine Detektivin als alleinerziehende Mutter. Es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr hübsch gemacht. Aber wir wollen natürlich einmal rumreisen. Wir schauen uns einmal die Community-Lots an. Also wenn man sich die Optik anguckt, es sieht schon echt gut aus. Ich mache jetzt einmal den Shader an, damit ihr seht, wie es mit Shader aussieht. Und so halt ohne. Also das hat schon wirklich ziemlich Flair. Das passt alles sehr, sehr gut optisch zusammen. Schon allein durch diese Brauntöne, die dann noch verwendet wurden. Und die Bauten an sich sind auch wirklich sehr, sehr hübsch gestaltet. Das ist jetzt das Gym. Hier ist, also es ist optisch sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Ich spiele auch in diesem Save-File. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich offenkundig was nicht nutzen konnte. Hier oben hat man noch so eine kleine Bar, so Entspannungslounge, wo man sich dann nochmal ausruhen kann nach dem Training und hat dann natürlich auch den Blick über die Wüste sozusagen und kann da gut entspannen. Also das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Sehr schön. Also das gefällt mir wirklich gut. Auch das Wellness Center ist in einem ähnlichen Look. So, dann haben wir hier noch, ja, so ein Rollerama-Ding. Die Bibliothek. Ich wollte jetzt gerne mit euch einfach nur noch einmal die beiden Villen hier oben angucken. Ihr seht hier in dem Bereich, ist es auch mehr so wie im Original auch mehr dieses in Richtung Hacienda vom Baustil und hier wird es halt wieder top modern. Wir gucken uns jetzt einfach die nochmal an. Jetzt sind wir hier oben in den, wo die beiden großen Lots sind, wo die Villen stehen praktisch. Das ist einmal hier Landgrab und hier wohnt die Familie West. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist schon richtig, richtig hübsch gemacht.
Genauso wie der Punkt hier. Das ist dann etwas dunkler, aber überall auch diese schönen kleinen Steingärtchen. Auch hier hinten wurde ein toller Garten angelegt. Hier ist sogar noch so eine Vertiefung drin. Hier mit den besonderen Dächern, das ist wirklich toll. Also der Eindruck ist schon sehr imposant. Auch hier mache ich einmal ganz kurz den Shader an, dann wirkt es natürlich nochmal anders. Die einen mögen es, die anderen nicht. Ich mag es sehr gerne. Also es sieht schon wirklich klasse aus. Ich liebe die Optik von diesem Save-File. Jade wird jetzt wieder reisen, weil ich glaube, jetzt gucken wir uns einfach die nächste Stadt an. Ich möchte nicht so viel Zeit in den einzelnen Städten verbringen, damit das Video nicht wer weiß wie lang wird, aber ihr natürlich auch noch so viel wie möglich entdecken könnt. Ihr sollt ja nur einen kleinen Überblick bekommen. Das Spannende ist ja selber zu entdecken, was der Save-File dann so für einen zu bieten hat. So, und wir starten jetzt in Willow Creek. Hier sieht man einfach ganz krass, dass sich da in Richtung New Orleans orientiert wurde. Und es sieht einfach fantastisch aus. Auf der Seite sind ganz klassische Shotgun-Häuser. Ich erkläre das jetzt einfach einmal. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Shotgun-Häuser heißen so, weil man eigentlich original von der Eingangstür durch das komplette Haus hindurch durch die Verandatür nach draußen gucken kann, beziehungsweise einen Schuss abfeuern kann, der einmal durchs ganze Haus fliegt. Also vorne rein und hinten wieder raus, durch die eine Tür rein und hinten wieder raus, ohne auf eine Wand zu treffen. Deswegen Shotgun. Er wird also nicht es gibt keine verwinkelten Flure. Meistens ist es so, dass von einem Zimmer durch den anderen geht oder man einen riesigen langen Flur hat. Und so sind diese Häuser hier halt auch aufgebaut. Man sieht hier, man hat hier den kleinen Eingang. Und hier geht es eigentlich raus. Das ist immer in einer Linie. Deswegen heißt das Shotgun-Haus. Und das gibt es halt besonders oft in New Orleans. Das ist so ein typisches amerikanisches Ding in dem Südstaatenbereich. Dann hier auch, das wirkt alles ziemlich ähnlich. Ich finde es sehr, sehr ansprechend. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Hier sehen wir jetzt den Hochzeitsschauplatz in Willow Creek. Das ist eine kleine Kapelle. Und hier kann man ganz gemütlich heiraten und feiern. Einmal draußen, jetzt regnet es natürlich, die Bar. Hier ist eine Tanzfläche. Und wir haben hier Toiletten, die mögt, so ein kleines Häuschen, wo man sich vielleicht umziehen kann oder so. Und hier ist dann die Kapelle. Aus meiner Sicht ist die sehr gelungen. Sieht wirklich wunderschön aus. Also das gefällt mir auch richtig gut. Hat man auch soweit alles, was man braucht. Ist dann das ehemalige Lewis-Haus, dieses große Apartment. Da ist jetzt hier ein Friedhof. Der ist natürlich hier noch nicht als Friedhof markiert. Es wurde aber daran gedacht. Den könnten wir jetzt, wenn ihr den reinladet und ihr habt das Pack Leben und Tod, könnt ihr das auch als Friedhof markieren und müsst, glaube ich, noch, ich glaube, 2, 3 Sachen müsstet ihr noch auf das Grundstück stellen. Aber er ist auch hier relativ weit noch bebaubar. Also ich fand aber hier auch sehr schön, dass daran gedacht wurde, vor allem, dass der Friedhof dann direkt neben der Kirche ist. Dass man das auch entsprechend nutzen kann. Also Willow Creek gefällt mir hier wirklich richtig, richtig gut. Ich starte tatsächlich meistens hier in einem dieser Wohnungen oder schmeiß hier jemanden raus. Da starte ich meistens. Sehr schön. Dann möchte ich mir mit euch einmal San Myshuno anschauen. Und zwar, um euch zu zeigen, wie das Ganze sich hier aufnimmt. Also hier in diesem Nobelviertel sind die Wohnungen so geblieben. Da wurde nichts umgebaut. Da sind aber die kleinen Apartments, sind alle umgebaut worden. Auch hier, da haben wir auch überall neue Familien drin. Das Penthouse ist auch noch geblieben. Wir haben noch die Honeypot Bar, wir haben das Waterside Babel und All Salt House als Urlaubsmietobjekt. Diese sind auch umgebaut worden und das sind jetzt so Sachen, die ich besonders schön finde. Und zwar haben wir in San Myshuno leerstehende Wohnungen, 2 Stück, die man sich dann entsprechend einrichten kann. Das mag ich persönlich sehr gerne. Und hier wohnt Bob. Die Geschichte dahinter müsst ihr selber rausfinden.
Und der Schnitt der Wohnungen hier, die man umbauen kann, ist auch ziemlich schön gehalten. Mir ging es jetzt nur darum, dass wir uns einmal San Myshuno anschauen, damit ihr seht, was ich meine. Es sind viele schöne Ansätze damit drin. Manche Sachen sind einfach so geblieben, wie sie waren. Aber dass wir hier 2 komplett leerstehende Wohnungen haben zum Einrichten, erfreut mein Herz. Wir haben aber auch sehr schöne, sehr viele unterschiedliche eingerichtete Wohnungen. Und ich möchte euch eine Sache zeigen, dazu gehen wir hier rein, weil ihr dann halt auch seht, dass Leerstehen nicht gleich Leerstehen heißt. Und zwar haben wir hier zwar eine leerstehende Wohnung, wir haben aber meistens schon die Bäder eingerichtet. Wir haben auch an Schränke gedacht. Und dann hat man aber auch solche Sachen, dass schon solche Einbauregale einfach in den Wohnungen stehen, die man dann nutzen kann. Das sind so Sachen, die mich dann halt besonders freuen, weil das was Besonderes ist, auf das man vielleicht so selber dann auch nicht kommt, dass man sowas in dem Safe-File dann auch findet. Jade, würdest du uns bitte weiterführen? Wir schauen uns jetzt noch einmal die Magnolia Promenade an, weil die tatsächlich ein bisschen was Besonderes ist. Und zwar haben wir einmal einen ganz normalen Picknickpark, wir haben ein Café und wir haben 2 komplette Wohneinheiten. Ich fand die Idee ziemlich cool, da einfach mal 2 Apartmentblocks reinzupflastern und damit natürlich noch mehr Wohnspace zu schaffen. Und hier sind auch so Gemeinschaftsräume, die man nutzen kann. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine Wohnung, die sehr bunt ist. Also es gibt sehr viel Charakter in diesem Save-File. Hier auch von der Optik, das ist mehr der so Industriescharme und hier sieht man wieder das New Orleans. Also wenn eine Welt New Orleans ist, dann ist es Magnolia. Hier hinten hat man dann den Park noch, ein bisschen klein natürlich, aber dass es einfach ein bisschen grüner ist, fand ich ziemlich hübsch und ja, mir gefällt es einfach. Mir gefällt es einfach richtig. Damit sind wir mit dem Weltenüberblick auch durch. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich mit euch machen möchte. Und zwar suche ich mir immer pro Save-File 2 Grundstücke aus, die ich mir mit euch angucken möchte, weil ich die besonders finde, weil ich finde, dass sie den Charme geben. Also fragen wir unsere Reiseleiterin jetzt, ob wir einmal nach Evergreen Harbor fahren können. Und zwar ist das erste Lot, was ich mit euch angucken möchte, etwas, was ich so noch gar nicht gesehen habe. Dieses Lot finde ich wirklich unfassbar gut und ja, deswegen möchte ich euch das zeigen. Ich fand die Idee schon so toll und deswegen, ja Leute, ihr seht richtig, wir haben hier ein Autokino. Jetzt regnet es zwar, aber wir haben ein Autokino. Hier stehen überall Autos, es sind kleine Getränkeboxen aufgestellt, wir haben kleine Stühlchen, überall sind Pflanzen, wir haben einen Pipi-Busch, wir haben hier die Picknickdecken, wir können hier auf die riesige Leinwand schauen, eine kleine Bar haben wir und dann auch so wunderschön und liebevoll gemacht mit unterschiedlichen Stühlchen, dahinter der LKW, es ist einfach unfassbar schön. Dann haben wir hier diese Doppelsitzbank und ja, hier ist eine Matratze reingemacht, das ist allerdings nicht spielbar. Das habe ich schon ausprobiert. Das geht leider nicht, aber ich fand die Idee ziemlich cute eigentlich. Das ist ein Autokino, das steht in Evergreen Harbor. Wenn ihr den spielt, könnt ihr da kleine Dates veranstalten oder ihr mit euren Freunden hingehen. Ja, also ich fand es wirklich unfassbar toll, diese Idee. Die Jade hat Angst, es gewittert ja auch, das ist auch nicht so schön. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt nach Windenburg. In Windenburg gibt es das Dresdenhaus. Ich habe das Dark Academy genannt, weil das für mich so ein bisschen in diese Richtung geht. Das ist wie eine Zauberschule, die hier aufgemacht wurde. Beziehungsweise Wunder, das ist hier wie so ein Zusammenschluss von den verschiedenen Magiern und so weiter, was hier zusammengebaut wurde. Also dieses Haus ist einfach unfassbar. Das ist unfassbar. Hier oben ist der Magierkreis mit den ganzen Kerzen. Also das ist wirklich, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Und das ist so schön ausgedacht. Also wirklich, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier in Windenburg nochmal wie so eine Hexenverbund, wie eine Hexenschule, wo die Leute halt Magie lernen können und alle zusammen wohnen. Das fand ich einfach total super. Und auch wenn wir dann drin sind, ist das halt einfach, also es sieht einfach unglaublich gut aus. Also hier hat man hier ein Klassenzimmer.
Hier sind nochmal Toiletten. Hier kommt man dann wie in das Rektorzimmer rein. Von da aus geht es dann auch noch nach draußen in den Garten, der dann auch nochmal so also ja, das ist einfach ein unfassbar schönes Lot. Die Geschichte dahinter ist auch richtig schön. Ich werde nicht viel dazu sagen, weil ich möchte, dass ihr die Möglichkeit habt, das zu entdecken. Ich möchte euch halt nur ein bisschen so Hints geben, wo es sich vielleicht lohnt, zweimal hinzugucken. Macht das auf jeden Fall. Also das ist wirklich, wirklich wunderschön. Wunderschön. So, da wir jetzt durch sind mit den kleinen Einblicken aus der Welt, würde ich euch jetzt gerne noch mein kleines Fazit geben zum Love Letter Safe. Für mich persönlich überzeugt er ganz klar in den Base Game Welten und in Windenburg. Diese Welten sind aus meiner Sicht besonders gut gelungen und hier habe ich einfach alle Möglichkeiten, die mir persönlich beim Gameplay besonders wichtig sind. Insgesamt wurde total viel Zeit und Mühe und Herzblut aufgewendet, um all diese Townies und ihre Geschichten zu verbinden, zu verknüpfen, Fähigkeiten zu erstellen, Karrieren, Beziehungen, das ist alles gar nicht so einfach. Und diese Background-Stories, die im Hintergrund dann miterzählt wurden, durch die alten Teile, durch Serien, die dann irgendwie eingeflossen sind in diesen gesamten Prozess, das finde ich einfach sehr schön und es fühlt sich wirklich, wenn man darin spielt, auch ziemlich lebendig an. Das gefällt mir wirklich sehr gut. In den Bereich Townies bin ich nicht explizit reingegangen. Das liegt daran, weil meine Herangehensweise daran ist einfach, hier sind so viele verschiedene Handlungsstränge hinterlegt, miteinander verknüpft. Es sind Handlungsstränge aus alten Sims-Teilen. Ich kann einmal A, nicht jeden Handlungsstrang genau für euch einordnen und B, wenn ihr die anderen Sims-Teile gespielt habt, kann es sein, dass ich jetzt Easter Eggs ausplauder, die vielleicht besonders schön im Gameplay für euch zu entdecken sind. Wenn ihr besonders gerne mit Lore und Townies und Background Stories und all das, was dazugehört, euer Gameplay gestaltet und das gerne um euch rum habt, ist dieser Save-File für euch definitiv eine ganz klare Empfehlung. Auch die Ideen wie das Autokino der Spellcaster-Schule, dann Glimmerbrook ist optisch angepasst an Mystic Falls von The Vampire Diaries. Da sind so viele tolle Sachen verbaut. Das Autokino ist einfach, also das ist mein Lieblingslot, das Autokino. Es sind wirklich einfach viele tolle Sachen verbaut worden und aber vor allem auch bei den Townies diese Handlungsstränge zusammenzuführen, alle irgendwie miteinander zu verbinden, finde ich einfach eine grandiose Idee. Wen das interessiert, geht gerne bitte rein. Für die anderen, die es nicht so interessiert, wisst ihr aber, ihr habt 728 Sims in dem Save-File. Jeder hat soweit eine eigene Geschichte. Alle sehen ein bisschen anders aus. Ihr werdet auf jeden Fall nicht immer wieder den gleichen Leuten über den Weg laufen. Zusätzlich auch hier sehr schön ist die Verteilung von Community-Lots. Wir haben insgesamt ja 33%. Ich finde es sehr schön, dass es eine gute, ausgewogene Mischung gibt. Im Wellness-Center, wir haben ein paar Fitnessstudios, schön viele Cafés, die kann man eigentlich nie genug haben aus meiner Sicht. Und man hat auf Blöcke, wo diese Community-Lots so zusammenstehen. Und ich habe definitiv noch genug Wohngrundstücke. Und natürlich, wir haben ganz viele Möglichkeiten zu starten. Wir haben viele Mieteinheiten, die auch unmöbliert sind. Wir haben 13 Starterhäuser. In fast jeder Welt kann ich mir direkt aussuchen, okay, da kann ich starten, da kann ich starten. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Optisch ist der Save-File einfach unfassbar gut gelungen aus meiner Sicht. Alle neuen Lots schmiegen sich sehr gut in die Optik der Welt ein. Das trifft definitiv meinen Geschmack, auch die unterschiedlichen Baustile. Grundsätzlich ist auch alles funktional. Alles, was ich ausprobiert habe, alles, was ich bespielt habe, hat super funktioniert. Ich hatte keine großen Einschränkungen. Trotzdem gibt es auch eine Sache, die ich als nachteilig empfinde. Und das ist einfach die Verwendung von allen Packs und Sets. Also man muss hier schon wirklich alles haben. Es laufen hinterher Sims in ihrer Unterwäsche rum oder aber noch schlimmer, wenn dann die Bau-Items fehlen und dann wirklich die Häuser praktisch halb leer sind. Das sollte man schon in gewisser Weise im Hinterkopf behalten, wenn man sich den Save-File lädt. Damit ist die Reisegruppe jetzt auch am Ende angekommen. Das heißt, Jade macht jetzt Feierabend und wir werden uns auch verabschieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch gerne den Kanal. Dann kannst du beim nächsten Review direkt wieder mit in den Reisebus einsteigen und die nächste Runde mit uns fahren. Über ein Like und einen Kommentar würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Bei den Kommentaren wäre mir besonders wichtig,
wenn ihr einmal gerne schreibt, wie euch das Review an sich natürlich gefallen hat, aber auch welche Teile euch besonders gut gefallen haben und auf welche Teile ich vielleicht noch näher hätte eingehen können oder welche Bereiche eines Save-Files euch noch interessieren, die ich noch gar nicht angesprochen habe. Das wäre ein super Feedback und eine tolle Unterstützung für mich. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis bald.